Schaut euch mal das an. 3-Gang-Zylinder, 2-Gang, original 30 km/h Zylinder. Die Anpassung, die machen wir heute. Wow! Wir wollen ja richtig Dampf und das zeigen wir euch gerade jetzt. Yes! Ja, viele kennen es. Wir haben hier den sogenannten Schweizer Fuß und den deutschen Fuß, das sagen die ein bisschen anders. 3-Gang, 2-Gang. Auf jeden Fall haben wir verschiedene Stehbolzenabstände. Die eine Seite ist identisch, aber die andere Seite, sieht man sehr schön da, ist eckig und die ist rund. Das heisst, wir bringen die Sachzylinder von der 3-Gang, wo es ja doch auch schon einige auf dem Markt gibt, mit ordentlicher Leistung, die bringt man nicht ohne Anpassung aufs 2-Gang Schweizer Gehäuse. Und dann haben wir uns natürlich vor längerer Zeit mal etwas Schönes überlegt. Wir haben so Spickeli. Die Spickeli werden hierher gelötet und nachher schön überdreht. Da die Stehbölzer werden zugemacht, neu gebohrt und dann haben wir bereits schon einen wunderschönen Zylinder mit ordentlich Schmackes, wo wir aufs 2-Gang-Gehäuse montieren können. Ihr kennt jetzt vielleicht noch das Video, wo ich da mal den Göringer-Zylinder angepasst habe, 88 km/h. Wow! Das war gar nicht gut. Ich musste so dermaßen fluchen, es hat mich so angeschissen. Ich habe mich natürlich über mich selber aufgeregt. Scheiße! Dammi Siech! Nein, alles am Arsch. Nein, du! Nein, der schöne Zylinder! Aber ich kann euch das nicht vorenthalten, wie man so eine Anpassung professionell macht. Das wirklich verhebt, dass es dicht ist, dass alles wieder sauber ist. Also, der erste Schritt, ihr ahnt es schon, ist das Löten. Und wer hat die Lizenz zum Löten bei uns im Haus? Richtig, der Kriegel. Und den Kriegel gehen wir jetzt besuchen, weil der muss nämlich starten. Vorher kann ich nichts machen. Also, kommt mit. Hast jetzt du gehupert, Tuta? Ja. Wenn wir ins 9 machen, wird hier gehupert. Wenn jemand einfach sinnlos hupert, dann muss er ins 9 bringen. Oder wenn er da hupert, Glasse, dann muss er auch das Glasse oder etwas Ähnliches bringen. Ein Päckchen Gutzli, irgendwas. Aber jetzt weisst du es. Aber ich weiss, es reizt. Ja. Wenn gefilmt wird, ist es nicht sinnlos. Das ist die nächste Regel. Wenn gefilmt wird, ist es nicht sinnlos. Alles klar. Also Glasse ist ganz klar. Und jetzt Nini. Du musst löten. Oh, löten? Ja, kannst du mir da nicht noch Hurti einen anlöten? Nein, schnell Hurti. Schnell Hurti einen löten. Ist das gut? Würdest du das machen wie mich? Das mache ich. Das mache ich für dich. Geil. Jetzt schauen wir mal, wie das passt. Das Frästeil. Das kommt jetzt hier so drauf. Dann werden die 2 Löcher dazu gemacht. Und nachher mit der Leere kann man die nachher neu bohren. Und jetzt, um den hier anzulöten, hat der Cyril da das Loch gemacht in den Stein. Der ist schön flach, jetzt kann ich den schön da reinlegen. Das Teil hier flutsch an, schön ausrichten. Und das Wichtigste an dem Ganzen ist jetzt das Gussteil. Das müssen wir jetzt wirklich einfach schön gleichmäßig erhitzen, dass es keine Spannung drin gibt. Das geht jetzt halt etwa 5 Minuten. Der Maurus hat jetzt noch die 2 Zäpfchen gedreht. Die gehen jetzt genau in das Loch hier hinein. Jetzt müssen wir die 2 Zäpfchen schön heiß machen. Und dann fließt das hier tipptopp. Ja, jetzt müssen wir den schön abkühlen lassen. Den kann man nicht abschrecken, das sollte man nicht. Jetzt müssen wir da einfach ein bisschen warten. So, mal schauen. Gut. Schön abgekühlt.
sieht gar nicht einmal so scheiße aus. Ist gut, ist gut. Oben schön blank da, hä? Oh. Ja, dort musst du halt noch ein bisschen viel, aber das kannst du nicht weg, oder? Das ist noch ein bisschen viel. Ja, dort muss man noch ein bisschen. Ja, ich sehe das. Bis jetzt haben wir natürlich weiche Backen ausgetragen. Auf dieser Seite ist der Zylinder überhaupt kein Problem zum Spannen. Dann haben wir hier weiche Backen ausgetragen, schön innen dran gehebt und da unten abgedreht. Aber wir haben natürlich eine affengeile Idee gehabt, eine Spannzange für drin rein, die genau für unsere Zylinder gemacht ist. Etwas Wunderschönes. Apropos wunderschön, auf das Video zurückkommen, wo ich voll Honk da unten das Ding gespannt habe. Wow. Es ist ja so, ich hole mal schnell euch einen Zylinder, um euch das zu zeigen. Einfach so als Beispiel, oder? Dass ich mich da ein bisschen erklären kann. Wir haben es schon wieder mit der Schublade, ich weiss es. Uta ist im Film. Welche Musik hättest du denn dieses Mal gerne? Heavy Metal. Okay. Das ist viel schöner. Ich nehme den Heiligen Gral, um euch das zu zeigen. Ja, ich will mich nur schnell erklären. Also, es ist natürlich nie mehr wieder gut zu machen. Da unten, die Originalzylinder, haben da unten natürlich viel dickere Wandung. Oder wenn man das vergleicht, das sind natürlich Welten. Das ist ein 41er und das ist ein 38er. Da hat das wohl mögen funktionieren, 1-2 Mal. Und dazu ist natürlich noch gekommen, die Kamera im Knick. Ich habe die hure Halterung gerade nicht gefunden. Ich dachte, ey komm, das hat auch schon 1-2 Mal funktioniert. Machen wir das so. Was ich natürlich hier in dieser Situation nicht bedacht habe, ist 41 mm. Und ich meine, das ist logisch, dass das abbricht. Ich will mich natürlich im tiefsten Maß entschuldigen. Nein, Scheiße passiert. Alles nicht so tragisch. Das ist die Halterung, die ich gesucht habe. Die habe ich mal gemacht, sogar mit einem Innenring, wo ich da nämlich die Zylinder aufspannen kann. Und dann, wenn er angezogen ist, könnte man den Ring wieder rausnehmen. Wir haben eine Spannzange gezeichnet, ich und der Cyril zusammen, wo man in diesem Bereich spannt. Perfekt innen dran aus Aluminium. Und genau die hat der Michi Mech für uns gemacht. Und die ist jetzt fertig. Die gehen wir holen. Und ich kann euch sagen, das ist ein richtig geiles Teil. Ich habe schon das Foto gesehen. Aber aufhören schwafeln, abholen, dann können wir das Ding nämlich fertig machen. Los! Oh, schau, da hinten ist es. Hey, schau mal da. Das ist Hey, so geil. hast du das gesehen? Wow! Ja, Auf der Hundertstel genau. Ja. Was meinst du Wow, denn, Teili? Das ist herrlich, hä? Ja, du bist schon immer ein extrem genauer Keib gewesen, hä? Ja, wir Das haben habe ich nicht von dir gelernt. Ja. Das ist ja lustig. Wir sind zusammen, ich war im 3. Lehrer mit dem Defi. Sind wir Sulzer Rüti in der Versuchswerkstatt gewesen. Dort habe ich den Michi Mech kennengelernt. Und das war ein sehr lehrreiches und ein lustiges Jahr gewesen. Von dir habe ich mehr gelernt als vom Lehrmeister dazu mal. Aber das müssen wir nicht da sagen jetzt. Ja, eben, gell? Erzähl mal schnell, was hast du da? Das sieht nicht nach einem Stahl 37 aus Nein. oder etwas Billigem, hä? Da habe ich nicht einfach einen Automatenstahl genommen, wie Nicht, jetzt hä? du genommen hättest. Das ist ja eine Vorrichtung, das muss Ja. etwas Genaues sein. Das ist ein 42,4. Das ist noch ein Abfallstück von der Nickel. Chrom-Nickel. Noch eine von der Antriebswelle, von der Webmaschine früher, das solltest du noch kennen. Ja, ist aber schon lange her. Und das Aluminium ist auch speziell. Das Ja. ist ganz zähes Aluminium wegen der Spannzange. Aha, 7075. zum 70, Beispiel. 75 kommst aber nur in Plattenformat über, praktisch nicht in Rund. Ach so, okay. Jawohl, Ja, jawohl. alles klar. Ja, da sieht man, das ist geil. Das ist ja ein Sauhund zum Bearbeiten, Chromnickel. Er geht nicht gut zum Bearbeiten, gibt aber immer eine schöne Oberfläche. Okay, ja. Und das Gewinde habe ich hier mit dem Stahl geschnitten, nicht mit der Filiere. Das ist Wenn man es gelernt ja, hat, ja. Leck. spielfrei, alles hier. Du bist auch gut ausgestattet, muss ich sagen. Also, das ist wirklich verrückt. Ich meine, wir haben ein Drehbänkchen, so eine Möchtegern-Bohrmaschine. Aber so wie da die alten Geilen mit der XY-Achse digital anzeigt, das ist halt einfach Gold wert, das Zeug. He? Also ich mache noch viel hier, Prototypenteile. 1, 2, 3 Stück. 1, 2, 3 irgendwie Teile. Ja. Und dann hat es sich. Ja. Nachher können sie in die Fertigung. Das ist meine Welt. Ja. Also wenn ihr mal irgendetwas Spezielles braucht, ich glaube, du bist offen für Anfragen. Der Michi Mech, der Jawohl. Haus zu Bichelsee, der ist im alten Landegebäude, mitten im Dorf, neben der grossen Linde. Neben der Bei der grossen grossen Linde. Bei der Linde. grossen Linde. Er ist also ein super Typ und eben die Arbeiten, die er macht, sind brutal. Also einfach genau. Wenn Ja. du mal etwas weißt oder wieder, jederzeit Absolut. könnt ihr zu mir kommen.
Yes! Ja. Das ist mein erstes Schön. Töffel, ja. Ist das wahr? Früher, als ich 14 war. 14? Genau. Und das hat es so überlebt? Ja, das gibt es ja gar nicht. Nichts gemacht an diesem Töffel. Jesus Gott, wenn du mein Töffel... Jesus Maria, da habe ich jetzt gerade ein schlechtes Gewissen. Weißt du, Das habe ich gar nicht mitgeschnitten, dass das wirklich dein Schulbubenhobel Das ist mein ist. Schulbubenhobel. Von Nein, früher her. ganz verrückt. Leck, eben, da sehen wir, wie man Zeug Sorge haben kann. Noch alles original. Die Schütze, die Felgen, die Farbe, der Lenker. Hey, ich bin absolut Fan. Nur Michi macht jetzt einfach im Griff. Es ist einfach absolut passgenau. Wunderbar. Wir haben hier einen Aussenkonus, Innenkonus. Es ist ja so wunderschön, um die Zylinder zu spannen. Hinten dran die Aufnahme für die Spannzange. Das ist ein absoluter Traum. Und man sieht, es ist wirklich affengeil. Es ist nur in dem Bereich, wo es auch richtig massiv ist. Das ist absolut traumhaft. Da kann absolut nichts mehr passieren. Das Ziel ist jetzt natürlich da unten. Wir wollen auf diese Fläche kommen. Also nicht zu viel nehmen, aber einfach, es muss wirklich schön perfekt eben sein. Wenn wir noch ein bisschen mehr geben. Das ist auch recht rein, weil die Zylinder haben ja. Das Heikle sind natürlich die Knubbel, die es gegeben hat vom Löten. Da haben wir jetzt einen, schön fein. Weil Schläge ist natürlich ganz schlecht, auch wenn der Zylinder gut hebt. Jetzt können wir zwischendurch mal schnell das Bild anschauen. Wir sehen jetzt hier schön bei der Lötstelle, nimmt es. So, immer wieder schnell kontrollieren. Also wir sind relativ nah dran, man sieht es jetzt hier schon. Es hat noch ganzes Mühe. Ich würde jetzt sagen, das handelt da vielleicht noch um ein Zehntel. Ja, es hat da schon noch ein bisschen. Aber es ist gut. Danke vielmals. So, ich drehe jetzt die Mutter ganz raus. Und dann kann ich da mit dem Hammer einen geben. Und dann ist das wieder absolut frei. Das ist genial. Und das Geile ist, jetzt wissen wir natürlich, das ist 100% Winklung zu der Lauffläche. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Jetzt tun wir da außen mit den Filen dann noch ein bisschen bearbeiten. Da oben hat es natürlich auch noch ein bisschen Knubbeli. Aber zuerst müssen wir das natürlich noch anzeichnen. Ich habe jetzt hier extra, das ist eine alte, originale Dichtung. Und da hat man, vielen Dank Cyril, CAD schönes Papier gemacht, so eine Leer. Natürlich gibt es vom Salzgeber dann noch eine aus Stahl. Jetzt zeichnen wir das einmal an, grob. Die Stehbolzengeschichte, da haben wir 40,5 auf 59 mm. Das sind Stehbolzenabstände. Sauber ausrichten. Jetzt haben wir hier mal die ungefähre Position. Machen wir da schnell so. 7,7. 7,7. Machen wir das natürlich ganz genau. 7,7 durch 2 plus 3,85. 59 minus 3,85. 55,15. Also, ich tue jetzt hier nicht anreißen mit dem, ich tue es nur den Filzstift markieren. So, machen wir hier noch die Seite. Und dort haben wir 40,5. Söderli. Das ist eben wunderschön, wenn man so eine Lehre hat, hier, CAD mit der Mittellinie. Dann kann man es einfach schnell kontrollieren. Das ist absolut geil. Und hier 2 feine Körnerschläge. So, perfekt. Und der auch. Also, das passt. Jetzt haben wir hier noch einen rechten. So. Also, das haben wir jetzt schön parat. Das gehen wir jetzt bohren. Und nachher wird das noch ein bisschen verputzt etc. Und dann ist das schon parat. Wird noch fein gehonet, ausgemessen. Bis gerade, ich gehe schnell bohren.
Haben wir 34 plus 6,5, 40,5. So wie auch das. Das stimmt alles wunderbar. Ich habe da extra, um das zu testen, habe ich einen wunderschönen Motor geholt. Aber der ist noch gut grundsätzlich. Es klemmt ein bisschen alles, aber kommt gut. Also der Originalzylinder ist klar, der passt. Die haben ja immer so standardmäßig haben die so ein bisschen Spiel. Ich schaue immer, dass ich dort so ein bisschen in der Mitte von dem Spiel bin. Und natürlich ist auch der wunderschöne, ich finde so Zeug einfach geil. Gelötet, man sieht da schön die Spuren. Es ist absolut genial. Natürlich auch der absolut passgenau, hat sogar noch ein bisschen weniger Spiel. Und jetzt kommt eigentlich noch das Finale, weil, als wir das erste Mal gemacht haben, haben wir natürlich nicht gewusst, wie reagiert das Ganze wegen der Hitze. Man sieht jetzt da sauber, ich habe jetzt das Ganze noch schnell mit der Hohnbürste fein gehonet, innen dran. Wirklich nur mal zweimal durch, von beiden Seiten, dass einfach die Oberfläche wieder sauber ist. Und am Anfang haben wir immer ein bisschen Schiss gehabt, dass das könnte verziehen wegen der Hitze. Oder? Wir haben überlegt, sollen wir schweissen, sollen wir es löten. Wir sind dann ganz klar einer Meinung gewesen, löten, weil du halt einfach viel weniger Wärmeeinflüsse hast. Wenn man natürlich Originalzylinder ausmisst oder gehonete, das hat man nie, das sind immer so ein Hundertstel, 2 Unterschied. Kann das haben, muss nicht. Da übrigens das Dankeschön an Mitutoyo. Also, da sehen wir jetzt, da unten haben wir 41,013. Das heisst, es ist 100stel und 3000stel. Und dann nehmen wir das gleiche Maß nochmal unten. Da musst du ein bisschen aufpassen wegen diesen Stegen, ist überall drauf. Da haben wir jetzt 41,021 in der Konizität quasi. Und das ist also absolut, auch wenn man die frisch vom Hohner bekommt, ist das also fast schon sehr gut. Also das heisst für uns, es hat sich da nichts verändert, es hat sich nicht verzogen. Das ist perfekt. Ja, Affe geil. Ich würde sagen, den schrauben wir jetzt gerade drauf. Und lassen das schöne Stück mal laufen. Selbstverständlich, wenn ihr keine Drehbank daheim habt oder einfach nicht ausgerüstet sind, selbstverständlich sind das Sachen, die wir hier in der Werkstatt machen. Für euch, für die Kundschaft. Und ihr könnt also gerne bei uns so einen Zylinder bestellen. Dann wird das natürlich ausgeführt. Und das Geile daran ist, man kann halt wirklich diverse Zylinder an die 502 anschrauben. Und ich kann euch garantieren, das ist ein ganz neues Fahrgefühl. Selbstverständlich nicht für die Straße geeignet, weil wir wissen ja alle, das hat mehr Hubraum, das hat viel mehr Leistung, ist nicht erlaubt, also nur für auf der Rennstrecke. Nicht vergessen, ganz wichtig, mit dem würde ich gerne abschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis in 2 Wochen. Tschüss zusammen.